Unser Turnaround-Depot hat den Nasdaq 100 in etwas über einem Jahr um über 100% outperformed. Wie wir das geschafft haben, mit welchen Aktien und welche Aktien jetzt auf unserer Watchlist sind, das zeige ich dir heute in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin Jan von Wir lieben Aktien und diese Woche müssen wir über unser Turnaround-Depot sprechen, beziehungsweise generell Turnaround-Aktien. Wir haben auch wieder einiges auf der Watchlist. Da werde ich dir gleich 3 Werte vorstellen, die wir gerade richtig spannend finden, wo wir aber noch nicht eingestiegen sind. Und jetzt aber erstmal, was ist zuletzt bei unserem Turnaround-Depot passiert? Wir sehen ja einmal ganz schön die Performance. Ja, kann sich sehen lassen. Wir sehen vor allem aber den Sprung letzte Woche. Der ein oder andere könnte schon vermuten, an welche Aktie das gelegen haben könnte, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. In Orange die Entwicklung vom Nasdaq 100, in Grau vom ACWI. Und 2 Picks haben unser Turnaround-Depot massiv nach vorne gebracht in diesem Jahr. Das eine ist einmal Intel auf der linken Seite, schön mit einem ersten Teilverkauf und dann dem Vollverkauf im Schnitt über 200% Rendite. Und dann haben wir noch Moderna seit Anfang des Jahres im Depot. Gut erkannt, inzwischen über 300% Kursgewinn, beziehungsweise die Hälfte haben wir realisiert in 218 Tagen. Über 300% kann sich, glaube ich, sehen lassen. Ist natürlich nicht die Regel, muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber 2 sehr gute Picks, wo wir schön antizyklisch eingekauft haben. Und jetzt haben wir die nächsten auf der Watchlist. Wir haben erst jüngst wieder eine neue Aktie ins Turnaround Depot aufgenommen. Das verrate ich euch natürlich nicht. Die Aktien, über die wir also heute sprechen werden, sind Watchlist-Kandidaten, die eventuell mal ins Depot kommen. Ob das so sein wird oder nicht, das erfahren unsere Mitglieder, denn die können, seit wir das Turnaround Depot aufgelegt haben, das praktisch mittesten. Dieses Jahr wird das aber nochmal vollkommen eigenständig gelauncht, wie von Anfang an auch angekündigt. Wenn du daran Interesse hast und da dabei sein möchtest, es wird in, ja, wir haben noch kein Datum, aber in den nächsten 1, 2, 3 Monaten irgendwann der Fall sein. Dann schau mal in die Videobeschreibung, dort ist nämlich ein Link zur Warteliste und da kannst du dich eintragen. Beginnen wir mit Aktie Nummer 1. Etwas ungewöhnlicher Pick, rechnet glaube ich keiner mit, spricht auch keiner drüber. Lanxess aus Deutschland. Wir haben bei Lanxess ein Unternehmen, das beim KGV schwierig zu betrachten ist und wir wollen ja mal so eine Kennzahl fürs Video mitbringen. Das ist keine tiefe Analyse oder so, aber da es ein zyklischer Konzern ist aus der Chemiebranche, macht das wenig Sinn. Deswegen hier die Betrachtung vom KUV. Hier sind wir so günstig wie noch nie, 0,2. Wirkt natürlich jetzt super billig. Man muss natürlich dazu sagen, die Margen spielen halt dann auch immer eine Rolle. Und wenn wir uns das jetzt aber mal so ansehen, was Lanxess derzeit macht, dann ja, das ist definitiv ein Turnaround-Kandidat. Also ein Turnaround-Kandidat, um es mal kurz festzuhalten, ist nicht sowas wie zum Beispiel Deutsche Börse, die langfristig stabil in ihrem Trend läuft und wenn die dann mal in diesem Trend ganz normal ihre 30% verliert, dann wird das nicht zu einem Turnaround, dann ist das eine gesunde langfristige Korrektur. Haben wir übrigens schön Anfang dieses Jahres eingesammelt. Oder auch eine Novo Nordisk führen wir jetzt auch nicht unbedingt als Turnaround-Kandidat, weil sie einfach übergeordnet natürlich hier diesen übergeordneten Aufwärtstrend hat. Jetzt kann man sich über die Definition Turnaround streiten. Für uns persönlich, bei uns in unserem Depot sind das die Aktien, die nicht in das klassische Muster reinfallen, keine übrigen übergeordneten Aufwärtstrends haben oder diese vielleicht gebrochen haben und sich neu fangen müssen. Also Problemaktien häufig auch und das ist so die Charakterisierung, die wir vornehmen. Kann jeder anders machen, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber das ist für unsere Definition. Zum Beispiel Lanxess. Bei Lanxess hatten wir hier das Niveau 2008, 2009 in der Finanzkrise. Wir haben einen großen Impuls gesehen, eine lange Seitwärtsphase im Anschluss, den Ausbruch nach unten und jetzt hier einen langfristigen Abwärtstrend. Wir sind auf Allzeittiefniveau, also haben diese Allzeittiefs getestet und hier könnte der Turnaround gelingen. Schauen wir uns das Ganze kurzfristig mal an. Dann haben wir hier schon eine schöne V-Umkehr reinbekommen. Nicht ganz gelungen, wir hätten bis hier oben hochgemusst, aber schon ein sehr guter Momentum-Shift. Und seitdem korrigieren wir sehr langsam wieder runter. So, und was wir jetzt bräuchten, um dieses Turnaround-Szenario zu bestätigen, ist erstmal eine nachhaltige Ausbruch über 17,50 Euro.
per Tagesschlusskurs und mit Volumen, also mit Momentum, mit Volumen auch, aber mit solchen Kerzen wie hier. Und dann, wenn dieser Ausbruch gelingt, am besten auch noch über das Hoch bei 22,20. Wenn dann dieser Turnaround-Case anläuft, dann kann man über die Kursziele zur Oberseite sprechen. Hier liegen auch einige Widerstände eben dann über uns. Spätestens hier oben würden wir dann Gewinne mitnehmen. Beim Turnaround-Depot ist es ja in der Regel nicht so, dass wir die Aktien dann auf ewig halten wollen. Aus dem Grund haben wir zum Beispiel auch bei einer Moderna, die wir hier unten eingekauft haben, dann hier jetzt letzte Woche Teilgewinne mitgenommen. Man kann die Aktie potenziell dann in einen neuen langfristigen Aufwärtstrend, falls er dann kommt, überführen. Da helfen wir dann auch bei und wir lassen auch eine Restposition laufen. Aber grundsätzlich nehmen wir eben auch aktiv Gewinne in diesem Depot mit. So viel zur Aktie Nummer 1, Lanxess. Hier muss noch einiges passieren, aber gefällt mir soweit gar nicht mal schlecht. Aktie Nummer 2 wäre Figma. Und Figma hat derzeit einen 11er KUV. Jetzt haben neulich schon manche kommentiert, als ich einmal über die Aktie gesprochen habe, ja, aber das KGV ist ja unfassbar hoch und so. Ja, aber das KGV, ich habe neulich erst ein Video dazu gemacht, ich will da nur mal kurz darauf verweisen, ist nicht immer eine sinnvolle Kennziffer. Also das ist immer so ein bisschen differenziert zu betrachten und vor allem müsst ihr es dann auch in der zeitlichen Spanne für die nächsten Jahre, wenn ihr schon betrachten. Egal. KUV bei einem 10er-Wert, gerade wenn man eben ein margenträchtiges, potenziell margenträchtiges Geschäft hat, ist das ein Wert, wo man sagen kann, okay, mit hohem Wachstum kann man es irgendwo noch vertreten. Wir gehen nämlich in Richtung 6er KUV. Das Wachstum muss halt einfach stimmen. Dann ist das hier in Ordnung. Am Anfang war die Aktie bei 100er KUVs knapp. Da war das natürlich relativ unattraktiv. Schauen wir uns das jetzt an. Dann haben wir eigentlich mehrere Haken, die wir auch teilweise bei Lanxess eben nicht hatten, die wir hier setzen können. Wir haben viel Volumen unter uns, das ist schon mal ein positiver Punkt gegenüber Lanxess auch. Wir haben eine schöne Stabilisierung. Der Abwärtstrend, den wir zuvor hatten, der ist schon ja eigentlich gebrochen, beziehungsweise das Momentum ist weg. Und was wir jetzt brauchen, ist der nachhaltige Ausbruch hier bei 28,29 $. Wenn das passiert, Turnaround-Szenario wird bestätigt und das Turnaround-Szenario ist dann so lange intakt, wie wir die Allzeittiefs hier unten nicht rausnehmen bei 16,50 $. Das ist also das Risiko, was man hier bei so einer Turnaround-Spekulation eingeht. Und zur Oberseite ist eigentlich erstmal alles offen. Man sollte jetzt aber berücksichtigen, schaffen wir jetzt hier beispielsweise direkt den Ausbruch, sollten wir eigentlich nicht mehr unter 22 $ oder speziell nicht unter 20 $ fallen, um diese neu gebildete Aufwärtsstruktur einfach nicht zu verletzen oder geschweige denn zu brechen. Bevor ich jetzt Pick Nummer 3 von meiner Turnaround Watchlist verrate, einmal unbedingt ein Abo da lassen, damit du diese Videos nicht mehr verpasst und zweitens jetzt im Turnaround Depot in der Warteliste eintragen. Unter uns in der Videobeschreibung, wie gesagt, verlinkt und komplett kostenlos. Schauen wir uns die letzte Aktie an. Es ist ein deutscher Pick, der komplett in Vergessenheit geraten ist. Auch so ein bisschen im Software-Sektor, der ja gerade wieder im Aufschwung ist. TeamViewer. Wir sind hier bei KUVs über 20 gewesen, sind mittlerweile bei 1,4 und so weiter. Das Wachstum ist natürlich nicht mit Figma oder so vergleichbar. Die Aktie war aber auf jeden Fall noch nie so günstig bewertet. Schauen wir uns die Aktie jetzt mal an, dann ist es auch ein wahrer Turnaround-Pick. Also wir haben hier einen langfristigen Abwärtstrend. Aufwärtstrend wäre schön, haben wir nicht. Wir haben auch viel Volumen über uns, bedeutet aber auch, ich würde so eine Turnaround-Spekulation wahrscheinlich maximal bis in diesen Bereich hier oben mitnehmen und hier würde ich dann sehr vorsichtig werden. Hier ist ein größerer Rücksetzer schon zu erwarten und ob ich den unbedingt dann auch mitgeben möchte, schwierige Nummer. Schauen wir uns das Ganze kurzfristig mal an. Dann steht die Bodenbildung tatsächlich kurz vor der Vollendung. Wir hatten hier den Abwärtstrend, könnten den gerade umwandeln in einen neuen Aufwärtstrend. Manko ist definitiv diese große Kurslücke direkt über uns. Also wenn wir hier reinlaufen, ist hier ein Rücksetzer zu erwarten. Da ist dann darauf zu achten, dass der langsam geschieht. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir wirklich einiges an Volumen unter uns haben, was wir haben. Könnte noch mehr sein. Aber wir werden sehr wahrscheinlich eben nochmal auf dieses Niveau runterkommen. Und da brauchen wir dann eine gute Unterstützung. Deswegen TeamViewer auch ein Turnaround-Kandidat von meiner Watchlist. Es muss jetzt auf Momentum beim Ausbruch, dann langsam Rückläufer geachtet werden. Und das Turnaround-Szenario ist grundsätzlich intakt, solange wir hier nicht unter 4,50 € fallen. Wir sollten aber speziell dieses Volume Shelf hier bei 5,60 € sollten wir nicht unterbieten, also unter 5,40 € sollte es nicht gehen. Und das ist dann die letzte Aktie von meiner aktuellen Turnaround Watchlist. Wir haben natürlich noch einige weitere Werte drauf. Wir haben immer 10, 20 Werte gefühlt auf der Watchlist und am Ende nehmen wir eben nur die hochqualitativsten Setups. Ob das jetzt wirklich bei einem von diesen 3 Aktien einen Einstieg gibt, das steht noch sehr offen. Am höchsten gerankt sehe ich für mich persönlich Figma. Bei TeamViewer gibt es schon einige Mankos, genauso bei Lanxess. Ob es dann letzten Endes wirklich einen Einstieg bei diesen Aktien geben wird,
ist völlig offen. Das entscheidet der Markt, wie sie sich weiter verhalten. Figma sehe ich von der Qualität her des Setups am höchsten gerankt, auch wenn die Bewertung natürlich am sportlichsten noch ist. TeamViewer und Lanxess würde ich dahinter einordnen. TeamViewer hat schon wirklich dann auch viel Widerstand über sich. Also wahrscheinlich wäre meine Ordnung so, an Punkt Nummer 1 Figma von den Aktien aus dem Video heute, dann Lanxess, dann TeamViewer. Aber wir haben auch noch einige weitere auf der Watchlist, die mir teilweise noch besser gefallen. Erst letzte Woche haben wir den Einstieg mal einem Wert gewagt. Da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten. In jedem Fall bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wir wurden auch, mal schauen, ob wir für einige der Aktien, die heute belächelt werden, wir wurden auch für Intel damals belächelt, auch für Moderna. Deswegen mal abwarten. Bis jetzt sind die Ergebnisse, glaube ich, ganz gut vorzeigbar. Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.